Hi, hier ist Thorsten von Dein DLRP. Heute möchte ich euch in die Wildnis entführen. Aber keine Sorge, ihr benötigt keine Wanderstiefel und auch keine Fellmütze. Ihr könnt euch einfach ganz entspannt zurücklehnen, während ich euch die Disney Davy Crockett Ranch vorstelle. Die Ranch ist eines der offiziellen Disney-Hotels von Disneyland Paris und hat einiges zu bieten. Vor allem für Familien und Gruppen ist sie die perfekte Unterkunft. Warum das so ist und wieso gerade ich die Davy Crockett Ranch so sehr mag, erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, da bin ich wieder. Und ich würde sagen, ich stelle euch erst einmal kurz vor, was euch in diesem Video über die Davy Crockett Ranch erwartet. Los geht es mit einigen grundlegenden Hotelinfos, damit ihr wisst, um was für eine Art Unterkunft es sich überhaupt handelt. Dabei zeige ich euch natürlich auch ein paar Eindrücke aus den Zimmern. Dann stelle ich euch die einzelnen Einrichtungen des Hotels vor, von der Rezeption über die Bar und das Restaurant bis zum Shop, natürlich den Pool und die ganzen anderen diversen Freizeiteinrichtungen. Dann kommen wir noch ein wenig zu den Besonderheiten, Bus-Shuttle und Hunde. Mehr dazu gibt es später. Die Disney Davy Crockett Ranch, oder wie sie früher hieß, Disneys Davy Crockett Ranch, der Name wurde ja vor ein paar Wochen ganz leicht geändert, befindet sich etwa 10 Minuten von den beiden Themenparks entfernt. Das bewaldete Gelände ist die perfekte Location für das rustikal anmutende Resort, in dem ihr euch wie ein Trapper in den tiefen Wäldern Nordamerikas fühlen könnt. Auf der Ranch erwartet euch kein klassisches Hotel, sondern eine Ansammlung von Blockhütten sowie ein Dorf, in dem sich alle zentralen Einrichtungen befinden. Ihr verbringt euren Aufenthalt also nicht in einem Hotelzimmer, sondern in einer Blockhütte mitten in der Natur. Die Blockhütten bieten Platz für bis zu 6 Personen, verfügen über eine voll ausgestattete Küche und einen Grill sowie eine Klimaanlage, die sogar nach unserer Erfahrung richtig gut funktioniert. Insgesamt gibt es rund 600 Blockhütten, die sich auf 8 sogenannte Loops verteilen. Diese Loops, oder auch Trails genannt, tragen Namen wie Coyote, Timber oder Big Bear. Zusätzlich zur Nummer eurer Hütte erfahrt ihr beim Check-in auch den Namen des Trails, in dem eure Hütte gelegen ist. So fällt die Orientierung dann doch etwas leichter. Dabei habt ihr die Wahl, welche Art von Hütte ihr buchen möchtet. Es stehen 3 verschiedene Kategorien zur Auswahl: Trapper, Pioneer und Premium. Ja, der Name passt irgendwie nicht zum Rest, ist vermutlich aber schlicht ein Verkaufsargument. Bevor ihr euch entscheidet, welche Hütte es sein soll, wäre es ganz nützlich zu wissen, was es mit den Blockhütten, manchmal auch Bungalows genannt, auf sich hat, oder? Eine vollständige Tour durch die Hütten sprengt hier etwas den Rahmen, aber ich blende euch einen Link ein und packe ihn auch in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr ganz in Ruhe anschauen, wie die Hütten so aussehen. Alle Hütten sind grundsätzlich gleich geschnitten und aufgebaut. Ganz gleich, welche Kategorie ihr wählt. Es gibt einen Wohnraum mit Küche, 2 Schlafzimmer, davon eines für 2 Personen und eines für 4 Personen. Des Weiteren gibt es ein Badezimmer und zusätzlich noch eine separate Toilette. Vor dem Bungalow gibt es eine kleine Terrasse mit Bänken sowie einem Grill. Es gibt auch barrierefreie Hütten, die etwas anders aufgeteilt sind, um sie mit einem Rollstuhl zugänglich zu machen und euch etwas mehr Platz zu bieten. Benötigt ihr eine solche Blockhütte, gebt das einfach bei der Buchung unbedingt mit an. Wenn die Hütten grundsätzlich also gleich sind, wieso gibt es dann überhaupt verschiedene Kategorien? Ganz einfach, die Lage ist entscheidend. Die Premium-Blockhütten liegen in den vorderen Trails, sodass sich die zentralen Hoteleinrichtungen in direkter Nähe befinden. Ihr könnt hier innerhalb von 5, vielleicht auch 10, je nachdem wo ihr im Trail seid, Minuten zu Fuß in eurem Bungalow am Schwimmbad sein. Als nächstes folgen die Pioneer-Blockhütten in den Trails, die auch noch in relativer Nähe zum Dorf gelegen sind. Am weitesten entfernt sind die Trapper-Blockhütten. Je nach Lage im Trail seid ihr da zu Fuß durchaus eine halbe Stunde unterwegs, wenn ihr nach dem Abendessen in der Crockett's Tavern gemütlich zurückspazieren wollt. Die Premium-Blockhütten haben noch ein paar andere Besonderheiten, außer der sehr guten Lage. Beim Bezug der Hütte erwartet euch ein Begrüßungsset mit Kaffee, Tee und einer Flasche Mineralwasser, damit ihr euch direkt eine kleine Erfrischung genehmigen könnt. Außerdem gibt es hier Bademäntel und Badeschlappen für etwas mehr Gemütlichkeit.
In der Küche liegt zudem ein kleines Putzset bereit, in dem ihr Tabs für die Spülmaschine findet, ein Spültuch und ein Fläschchen mit Allzweckreiniger. Diese Putzsets müssen die Bewohner der anderen Hütten im Shop abholen. Die Davy Crockett Ranch ist die perfekte Wahl, wenn ihr etwas mehr Platz als in einem klassischen Hotelzimmer haben wollt und bietet sich außerdem für Familien oder Gruppen an. Bei einer Belegung von 6 Personen wird das mit dem Platz allerdings schon wieder etwas knapper, aber immerhin, die 2 Badezimmer sind ein großer Vorteil. Ihr könnt euch hier selbst verpflegen, wenn ihr möchtet, aber ihr könnt auch die Disney-Verpflegung buchen. Entscheidet euch für die Verpflegungsvarianten, dann könnt ihr euer Frühstückspaket jeden Morgen an einer speziellen Hütte am Anfang eures Trails abholen. Ob ihr dann im Bungalow oder auf dem Weg zum Disneyland frühstückt, bleibt euch ganz selbst überlassen. Wichtig zu wissen ist noch, und das werden wir auch immer wieder gefragt, dass die Blockhütten jeweils mit Bettwäsche und Handtüchern ausgestattet sind. Eine tägliche Reinigung findet jedoch nicht statt. Solltet ihr zwischendurch frische Handtücher benötigen, wendet euch an die Rezeption, dann könnt ihr einen neuen Satz erhalten. Jetzt wisst ihr also, was euch auf der Davy Crockett Ranch grundsätzlich erwartet. Wenn euch diese Art Unterkunft anspricht, dann schaut doch weiter, denn ich verrate euch jetzt, welche Hoteleinrichtungen auf euch warten. Übrigens, das Angebot auf der Ranch ist wirklich groß, sodass diese Unterkunft schon allein dadurch eine Überlegung wert sein sollte. Sobald ihr das Gelände der Davy Crockett Ranch betreten oder besser gesagt befahren habt, führt euch euer Weg zu den zentralen Hoteleinrichtungen in das sogenannte Dorf. Hier könnt ihr eure Kutsche, euer Auto, auf dem Parkplatz abstellen und begebt euch dann zu Fuß zur Rezeption. Auch alle anderen wichtigen Anlaufstellen sind von hier aus zu Fuß zu erreichen. Habt ihr im Dorf alles erledigt, könnt ihr mit eurem Auto zu eurem Bungalow fahren. Vor der Hütte befindet sich ein Parkplatz, auf dem je nach Größe eures Gefährts 1 bis 2 Autos Platz finden. Reist ihr mit 2 Autos an, könnt ihr diese aber nicht vor dem Bungalow unterbringen, müsst ihr eines der Fahrzeuge auf dem zentralen Parkplatz der Ranch abstellen. Der erste Weg führt in der Regel zur Rezeption. Das Gebäude findet ihr nach Verlassen des Parkplatzes auf der rechten Seite. Hier könnt ihr den Check-in erledigen und die Castmember hier stehen euch während eures gesamten Aufenthalts bei allen Fragen oder Problemen mit Rat und Tat zur Verfügung. Das Restaurant der Ranch, das ihr ebenfalls im Dorf findet, heißt Crockett's Tavern. Ihr findet es direkt gegenüber der Rezeption. Je nach Wetterlage könnt ihr euer Essen drinnen oder auf einem der schönen Plätze auf der Terrasse genießen. Angeboten wird ein All-You-Can-Eat-Buffet mit rustikalen Gerichten wie Chili, Spare Ribs und Co. Unserer Erfahrung nach ist die Crockett's Tavern durchaus das beste Buffet-Restaurant Disneyland Paris. Die Auswahl der Speisen ist zwar etwas kleiner als in vielen anderen Restaurants, dafür ist immer alles wirklich warm und schmackhaft. Ihr könnt die Crockett's Tavern übrigens auch besuchen, wenn ihr nicht auf der Ranch übernachtet. Allerdings benötigt ihr dazu zwingend eine Reservierung, da ihr sonst nicht auf das Hotelgelände gelangt. Geöffnet ist die Crockett's Tavern nur zum Abendessen. Ist euch am Abend nach einem Cocktail oder einem kühlen Getränk zumute, dann könnt ihr dieses in der Hotelbar genießen. Der Crockett's Saloon befindet sich im kleinen Gebäude auf der Ranch direkt neben dem Shop. Habt ihr eure Zahnbürste vergessen? Sucht ihr noch ein schönes Disney-Souvenir oder wollt ihr euch in eurem Bungalow etwas zu essen kochen? Dann seid ihr im Trading Post, so heißt der Shop der Davy Crockett Ranch, genau richtig. Hier findet ihr neben Artikeln des täglichen Bedarfs wie Zahncreme oder Zahnbürsten jede Menge Disney-Artikel, vom Plüschtier über Kleidung bis hin zu Tassen und Spielzeugfiguren reicht das Angebot. Außerdem gibt es eine kleine Abteilung mit Lebensmitteln und Getränken, sodass ihr alles Nötige für ein selbst zubereitetes Essen in eurem Bungalow direkt hier einkaufen könnt. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass es auf der Davy Crockett Ranch diverse Freizeiteinrichtungen gibt, sodass das euch garantiert nicht langweilig wird. Okay, das ist bei der Nähe zu den beiden Parks ohnehin schwierig, aber man weiß ja nie. Der Blue Springs Pool ist sicherlich das Highlight unter den Freizeiteinrichtungen. Dieser Pool bietet euch alles, was das Wasserrattenherz begehrt. Einen klassischen Pool mit einer tollen Rutsche, auf der übrigens nicht nur Kinder Spaß haben, probiert es einfach mal aus. Einen Strömungskanal und mehrere Whirlpools. Hier lassen sich ohne weiteres einige Stunden verbringen. Definitiv ist der Blue Springs Pool der schönste Pool unter den Pools der Disney Hotels. Umkleidekabinen und Duschen sind natürlich vorhanden, sodass ihr euch ganz unbesorgt mit dem Badeanzug in der Hand von eurem Bungalow auf den Weg machen könnt. Handtücher solltet ihr euch allerdings selber mitbringen, entweder von zu Hause oder aus eurem Bungalow, denn diese werden am Pool nicht gestellt. Ihr könnt aber Handtücher gegen eine kleine Gebühr im Shop der Ranch ausleihen. Mögt ihr es sportlich? Sucht ihr einfach ein bisschen Spaß mit der Familie oder euren Freunden? Wollen es die Kinder mal so richtig austoben? Auf der Davy Crockett Ranch seid ihr in diesem Fall genau richtig.
Es gibt zum einen einen großen Kinderspielplatz mit tollen Klettergerüsten und Schaukeln. Direkt daneben könnt ihr euer Können auf dem Minigolfplatz unter Beweis stellen. Schläger und Bälle könnt ihr an der Rezeption ausleihen. Soll es noch ein wenig sportlicher sein, dann könnt ihr euch beim Basketball, Tischtennis oder Tennis ausprobieren. Dazu gibt es noch einen Fitnessparcours, der über das gesamte Gelände führt. Hier könnt ihr natürlich auch joggen gehen, wenn euch danach ist. Wenn euch all das zu anstrengend ist, dann könnt ihr in der Video Arcade eine Runde zocken. Noch ein bisschen mehr eintauchen in die Natur könnt ihr auf einem Naturlehrpfad, der euch die verschiedenen Bereiche der Ranch näher bringt und euch rund um das Dorf führt. Hier lernt ihr auf Schautafeln Dinge über die lokale Tier- und Pflanzenwelt. Der Weg führt euch außerdem zu den Tipis und den Indianerkanus. Hier gibt es wirklich viel zu entdecken. Ihr kommt übrigens auch an den Bienenstöcken vorbei, wo der Disneyland Paris Honig erzeugt wird, der gelegentlich auch im Disneyland Park verkauft wird. Das sind die wesentlichen Dinge, die ihr über Disneys Davy Crockett Ranch wissen solltet. 2 weitere Punkte habe ich hier noch, die euch vielleicht bei der Entscheidung helfen, ob die Ranch das richtige Disney-Hotel für euch ist oder nicht. Sprechen wir mal über Hunde. Ja, Hunde auf der Ranch. Die Davy Crockett Ranch ist das einzige Disney-Hotel in Disneyland Paris, in dem Hunde erlaubt sind. Wenn man von blinden Hunden und anderen Assistenzhunden mal absieht. Die sind natürlich auch in den übrigen Hotels willkommen. Aber auf die Ranch dürft ihr auch Wauzi, Oscar oder Hamlet, wie auch immer eure liebste Fellnase heißt, mitbringen. Es gelten allerdings ein paar Regeln. Erstens, der Hund muss vorher angemeldet sein, damit sichergestellt ist, dass ihr eine Hundehütte bekommt. Hunde sind nicht in allen Bungalows erlaubt, um Allergiker nicht vor Probleme zu stellen. Zweitens dürfen pro Hütte maximal 2 Vierbeiner mitgebracht werden. Drittens fällt eine Gebühr pro Nacht an. Im Gegenzug erhaltet ihr aber auch einen Napf und Gassibeutel. Futter müsst ihr natürlich selbst mitbringen und außerdem die gesetzlichen Bestimmungen für das Mitbringen von Hunden nach Frankreich einhalten. Also, falls ihr über einen Urlaub mit dem Hund nachdenkt, dann ist die Ranch genau euer Hotel. Fehlt noch eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird. Die Davy Crockett Ranch hat keinen Bus-Shuttle oder auch keine sonstige Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln an die Disney-Parks. Ihr seid also auf ein Auto angewiesen, wenn ihr hier übernachten wollt. Ja, das war's auch schon zum Thema Davy Crockett Ranch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und im Idealfall bei der Reiseplanung geholfen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns jetzt für dieses Video einen Daumen nach oben gebt und unseren Kanal abonniert, indem ihr den roten Button klickt. Vergesst dann aber auch nicht, die graue Glocke zu klicken, damit ihr immer informiert werdet, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Wenn ihr Fragen zur Davy Crockett Ranch oder diesem Video habt, dann stellt sie doch einfach in den Kommentaren. Wir versuchen, euch allen zu antworten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.